ein Riesi. Andiamo. Avanti. Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge auf dem Hecht- und Barsch-Kanal. Heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar Big L. Sollte jedem von euch bekannt sein, aka Louis, mein guter Freund. Lange darauf gewartet, eine gemeinsame Folge hochzuladen tatsächlich. Heute haben wir eine ganz besondere Mission, und zwar einen richtig großen Hecht zu fangen, der mindestens eine 1 vorne stehen hat. Und das sollen keine 10 cm Schritte sein, sondern Meterschritte. Also, ich würde sagen, Louis hat ein top ausgestattetes Boot. Humminbird-Technik vom Allerfeinsten. Gehen wir nachher auch mal ein bisschen drauf ein. Aber ja, wie willst du uns heute zu diesem fantastischen Fisch bringen? Ja, also das weiß ich tatsächlich auch selber noch nicht. Ah, das ist gut. Nein, Quatsch. Ich war tatsächlich vor einer Woche hier auf dem Gewässer. Wir haben jeden Tag einen Meterhecht im Boot gehabt. Ich will nichts versprechen. Das kann sich innerhalb von einer Woche natürlich auch noch mal ändern, wie die Fische beißen. Aber ich bin zuversichtlich, mit den richtigen Ködern und mit ein bisschen rumexperimentieren an der Präsentation werden wir auf jeden Fall irgendwann den Code knacken und Fische fangen. Ob die einen Meter haben, das werden wir am Ende sehen. Aber die Chance ist da. Aber ich will auf jeden Fall das versprechen. Also, weil okay. Ihr kriegt 100%ig einen Meterfisch. Ansonsten kommt diese Folge nicht online. Okay. Also für euch da draußen viel Spaß beim Zusehen dieser Folge. Und wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gesehen habt, die ich vorher hochgeladen habe, dann natürlich auch die fleißig anklicken, angucken, abonnieren, Glocke an, denn wir haben ein riesengroßes Ziel, die 100.000 Abonnenten voll zu machen in 2021. Louis hilft uns dabei und natürlich alle Partner, die uns dabei unterstützen. Vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt sind wir raus, beziehungsweise jetzt fahren wir raus und dann geht's zum Fisch. Hoffentlich. Enrico. Ja. So, jetzt sind wir am Spot angekommen. Jetzt gehen wir ein bisschen flacher. Richtig. Was willst du denn fischen? Also ich werde aller Voraussicht nach erstmal groß anfangen tatsächlich. Okay. Wahrscheinlich den 23er Perch und dann geleiert einfach, ne? Okay. Also groß, Ich würde groß angeln, ja. groß, Gummi, geleiert. Genau. Dann mache ich genau das Gegenteil. Hart, gejerkt und klein. Gut. Mal gucken. Gut, auf jeden Fall. Also du weißt ja wahrscheinlich selbst, dass in diesen Gewässern Hardbaits schon auch sehr gut funktionieren. Ja. Von daher mal sehen. Es ist vielleicht die richtige Zeit. Ja, wir sind übrigens beide, glaube ich, angeschissen worden. Ja? Ja, du Ja, hast, gut, guck mal hier, ich habe den Aber ich, Fleck ich hatte schon öfters einen Drive-By gehabt. Also guck mal, ich habe den Fleck hier und du hast ihn da. Soll Glück bringen, habe ich gehört. ja, hier springen manchmal die Hechte übers Boot und dann kommt da Du was brauchst nur runter. den Kescher so. Also genau dieser Köder in dieser Farbe hat letzte Woche, ich glaube, 1 oder 2 Meter Fische gebracht. Ist gut. Und ein paar dicke Zander, die auch im Flachen kamen. Also das ist hier die klassische Volkerak-Farbe, aber da ich gesagt habe, ich fange erstmal mit Hardbait an, habe ich mir hier vorne schon so eine kleine Selection fertig gemacht. An so ein paar Ködern, die ich jetzt fischen werde, ein paar Jerks, ein paar Twitchbaits. Mal so ein bisschen mal was ausprobieren. Gut. Ich fische hier eine Shimano Tranx, ein 301. Eine relativ straffe, also tatsächlich irgendwie eine 50 Pfund Schnur. Die Multicolor von Sunline. Und ein Millimeter Fluorocarbon. Ist auch ein Prototyp tatsächlich. Weiß ich aber noch nicht,
Ob das genau so, wie es hier ist, kommen wird, das muss ich jetzt erstmal testen. Wenn es für gut befunden werden sollte, dann können wir drüber nachdenken, aber das muss ich erstmal beweisen. Ja, Köder sieht ziemlich geil aus unter Wasser. Kann man schön langsam kurbeln. Ja, fangen wir an, würde ich sagen. Let's go. Alter Falter! Der ist aber reingescheuert, alter Falter! Wow! Oh yes. Oh yes! Here we go. Oh, ist ein Hecht. Okay. Dann sage ich mal, okay, cool. Okay, cool. Unglaublich, Alter! Ob der den Meter hat, bezweifle ich, aber der erste Fisch ist im Kescher und nach einer halben Stunde Angeln würde ich sagen, ein guter Ich habe mir Start. einmal Louis Route geschnappt, tatsächlich. Dann hab so gesagt, zeig mal her. Zap, zarab. Zap, zarab. Geil, Mann. Cool. Sehr schön. So, Köder mal eben aus dem Kescher befreien. Das ist nämlich immer wichtig. Nicht, dass wir uns dann verletzen. Erwischt hat er mich auch eben beim Hakenlösen. Oh, stramm wie die Sau das Ding, ey. Richtig geil. Wow, ey. Ich bin sehr happy, das ist gut. Erster Fisch an Bord. Boah, ist der packt. Richtig straff. Ja, der sieht stramm aus. Super. Ich sollte öfter mal deine Route in der Hand nehmen. Vielleicht klappt es dann. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung, die Solution. Ja, super geiler Fisch. Den releasen wir jetzt schnell und vielleicht kriegen wir ja noch einen. Super. Ich bin schon mal happy, weil das ist eine richtig geile Sache. Sehr gut. Meine Hände sind jetzt Eisklötze und bluten. Das ist immer herrlich. Aber egal. Das lohnt sich auf jeden Fall. Super geil. Ja, mal kurz was zum Köder. Ich habe hier den Köfi Perchet geangelt. Schon richtig viele gute Fische drauf gefangen, auch bei uns in den Heimgewässern, allerdings nochmal in der Nummer größer, an 23. Das jetzt die 18er Version, da kommt man halt besser mit durchs Wasser tatsächlich, weil der Widerstand nicht so hoch ist. Ja, geil, geiles Ding. Macht richtig schöne flankende Bewegungen. Hier noch mit diesem orangenen Tellerschwanz. Nochmal als zusätzlicher Reiz, aber die Farbe ist ja eh ziemlich knallig. Fire Tiger ist klar, ne? Das ist eh eine geile Farbe. So Leute, wenn man mit Louis unterwegs ist, erlebt man auf jeden Fall immer was. Jetzt werden wir kontrolliert von der Einwanderungsbehörde, oder? Ja, ich glaube, das ist das Finanzamt. Nein. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, es ist die Polizei. Das ist die So Polizei. viel steht fest. So viel steht Naja. fest. Aber wir sind schon gute Freunde hier. Mal gucken, was wir heute Gutes tun können. Ja, nee, alles gut gegangen. Die haben nur gefragt, ob sie vielleicht noch eine Tüte Chili Cheese bekommen. Hatte ich natürlich auch an Bord und alles gut. Wir dürfen weiter angeln. Am Ende muss man sagen, ist es in Holland eigentlich ganz schön cool, weil die Jungs hier haben schon verschiedene Aufsichtsbehörden, muss man sagen. Also es gibt nicht nur die klassische Polizei oder Wasserschutzpolizei hier, sondern hier gibt es halt auch ja, die Naturschutzpolizei. Ne? Ist Oder Behörde. Behörde, irgendwie sowas, genau. Sowas wie ein Naturordnungsamt, kann man sagen am Ende. Und die sorgen ja halt dafür, dass es halt wirklich auch alles glatt läuft. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil in Deutschland wird meiner Meinung nach viel zu wenig kontrolliert dann am Ende. Also das, was hier vielleicht manchmal ein Tuck zu viel ist an Kontrolle, ist in Deutschland manchmal ein Tuck zu wenig tatsächlich. Aber am Ende ergeben wir uns sowieso und müssen weiter angeln, um Hechte zu fangen. Ja. Oder Zander, mir ist eigentlich egal. Mir ist auch egal, Hauptsache es beißt wieder was. Ja. Das ist ein bisschen, das mit dem Nebel, das könnte vielleicht so ein bisschen noch gerade so
so die Fische ein bisschen bremsen, aber es soll ja zum Nachmittag ein bisschen sonniger werden und ein bisschen windiger. Das ist auch gut, fürs Hechtangeln gut. Mal gucken, wir bleiben am Ball. Ja, wir beißen uns fest. Apropos beißen, wo ist mein Brot? Kriegst du, komm. Danke. Komm. So. Jetzt will ich sie mehr. Mit Liebe. Oh. Ja. Eiweißbrot, mageres Hähnchen. Sahniger Ja. Frischkäse. Ja, damit du gesund bleibst. Shape Life. Hallo liebe YouTube-Zuschauer, ich muss diesen spannenden Angelfilm ganz kurz unterbrechen, denn 2 Produkte, die es bei uns jetzt im Shop gibt, die möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Wir haben zum einen für alle YPC-Fans eine YouTube Predator Cup Erfolgsköderbox 2020 zusammengestellt. Hier sind die Köder drin, die im YPC 20 am meisten Fische oder die besten Fische gefangen haben. Ihr findet hier drin tolle Hardbaits, wie zum Beispiel den Gunky Scanner, mit dem Malte Gatz und Mark Paczowski sehr gut gefangen haben, Hechte im YPC. Wir haben drin zum Beispiel den Nace Blade Runner, mit dem Hassan Duran einen 51er gefangen hat. Wir haben die Hechtwaffe von Veit Wilde, Creature Bait in Kombination mit den passenden Haken und den fluo-gelben, grünen Cheburashka-Köpfen. Und viele andere interessante Köder. Auch Nicht-Köder sind dabei, wie zum Beispiel Frédéric Juliens Wunderwaffe, den Elex Nitro Booster oder aber auch das YouTube Predator Cup Face Shield. Und dann als Schmankerl obendrauf sind 10 original unterschriebene Autogrammkarten von 10 Anglern hier mit drin. Das ganz kurz. Die ganze Box kostet 99,95 € bei uns im Shop und hat einen Warenwert von ungefähr 120 €. Also noch dazu echt ein ganz guter Deal für euch. Und wenn wir schon bei guten Deals sind, dann möchte ich auch noch ein zweites Set vorstellen, das jetzt natürlich passend zur Jahreszeit bzw. zu den Feiertagen an Ostern sehr relevant sein wird. Wir haben ein Osternest wie letztes Jahr. Diesmal ist es noch einen ganzen Tick geiler geworden. Das Ganze kostet 44,99 € bei uns im Shop und hier ist Ware im Wert von über 70 € drin. Es sind 3 Hardbaits, von Gunky ist einer dabei, von Rapala ist einer dabei, von Westin. Dann haben wir einen Hybridköder, also ein Hardbait mit einem Softbait-Schwanz, Headbanger Shad in 11 cm. Natürlich sind auch Gummis bei, wie zum Beispiel der 7,5 cm Shad T Slim oder Finesse Filet Craw. Für die, die gerne groß angeln, haben wir auch noch einen 18 cm Fat Louis mit reingepackt. Habe ich gerade erst einen richtig großen Hecht drauf gefangen. Und um das Ganze abzurunden, nagelneu von Nace, der Mace Runner Spinnerbait zum Hechtangeln. Und ja, dann sind noch ein paar Ostereier in Schokoform mit drin. Und ich glaube, hier kann man echt nicht viel falsch machen. Jetzt viel Spaß mit dem weiteren Verlauf der Sendung. So, jetzt werde ich zu unfairen Mitteln greifen. Ich werde mir den Erfolgsköder hier in diesem Gewässer schnappen. Das ist der Fat Louis in der Größe 18 cm, Farbe Toxic Zebra. Motoroil mit UV-Akzenten im Hecht-Design. Ja, der Kollege wird jetzt richten. Tiki-Taka, kurze Wege. Und danach fische ich dann wieder Hardbaits. Aber ich muss mich einmal kurz entschneidern. Wenn du willst, halt ruhig drauf, ist kein Problem. Wir machen direkt einen Live-Biss hier.
So. Du wartest schon drauf, ne, Enrico? Hast du schon was? Nee, leider nicht. Leider hat es nicht geklappt, aber vielleicht brauche ich ein paar Würfe mehr. Aber der Kollege, der fängt immer Fisch hier. Klassische Volkerak-Farbe. So, der große Köffi kommt dann doch noch mal kurz weg, weil ich jetzt ein Searchbait angeln werde, mit dem ich schnell im Wasser bin, also schneller, verhältnismäßig schneller im Wasser. Das ist der gute alte, alt ist das Stichwort, guckt ihn euch an, Salmo Fazzo in 14 cm. Ein absolut geiler Searchbait beim Hechtangeln. Das ist jetzt die Floating-Version. Den Sinker habe ich auch noch dabei. Aber dadurch, dass wir hier auf 1,30 Meter, ja, 30, 40 teilweise nur angeln, nehme ich hier den Fazzo als Floater. Eigentlich kann man den jerken, also den kann man so pullen, dann flippt er immer so ein bisschen auf, aber ich leier den tatsächlich stumpf durch. Dann hat er richtig geile links-rechts rollende Bewegungen. Ein absolut geiler Searchbait. Also wenn die Fische überhaupt nicht wollen, zaubert der immer noch mal irgendwo einen raus. Das ist echt so. Ja, deswegen hoffe ich, dass er zumindest irgendwo einen Fisch rauslockt. Mal sehen. Ich hoffe nicht, das Einzige, was sein könnte, dass vielleicht eine Brasse ist. Weil wir sehen, wir stehen mitten im Schwarm. Oh, aber das ist ein großer Fisch, mein Freund. Also wenn der richtig gehakt ist, dann ist das ein großer Fisch. Wo ist der Kescher? So. Ja, ist gehakt. Ah, ist eine Brasse. Fuck. Ah, Ich habe schon gedacht. guck dir mal den Trümmer an. Ja, Riesenbrasse. Oh, shit. Eieiei, Riesenviech. Oh, ey, meine Pumpe war schon auf 180, Mann. Ja, ich auch. Weil der so ruhig, ne? Shit! Ich leih mir mal kurz so eine Zange aus. Den enthake ich im Wasser. Den brauche ich jetzt nicht präsentieren, den Kamerad, obwohl sich wahrscheinlich jeder Friedfischangler Gib mal her. drüber freuen würde. Ja, da müsst ihr immer richtig aufpassen, weil nämlich, wenn der Haken euch entgegenkommt, dann sieht das böse aus. Danke dir. Ja, kein Problem, Louis. Schade, ey, ich habe schon gedacht, weil der so zur Seite zog und dann... Shit. Der Braxen sah aus wie ein großer Hecht am Anfang, aber dann doch nicht. Louis, erzähl mir doch mal ein bisschen was zu deiner Technik. Ich habe gesehen, du hast auch Humminbird an Bord, genauso wie ich auch. Erklär mal bitte. Ja, also ich habe vorne zwei Echolote. Einmal ein kleines und ein großes. Warum? Auf dem kleinen arbeite ich nur mit der Karte quasi. Manchmal, falls ich sage jetzt mal auch die Vegetation oder sowas unter Wasser sehen will, mache ich mir auch noch mal eine 2D-Ansicht mit drauf auf das rechte Echolot. Aber ansonsten nutze ich es nur für die Karte. Die Besonderheit bei dem Gerät ist, oder generell bei diesen Geräten, man hat zwei Steckplätze für Speicherkarten. In die eine packe ich eine Navionics-Karte rein, das ist quasi eine Gewässerkarte und da haben wir die ganzen Tiefenlinien. Die zweite Karte, die ich reingesteckt habe, ist einmal eine Autochart-Karte. Das ist eine Karte, die mir ermöglicht, das Gewässer selber aufzunehmen. Das heißt, wo ich rüberfahre, speichert er mir dann quasi als Karte. Und auf dem linken Echolot, das habe ich so groß gewählt, weil ich fische sehr gerne im Flachen mit dem 360-Grad-Geber. Der ist vorne am Bugmotor gemacht und dieser Geber, der dreht sich quasi wie ein Radar die ganze Zeit unter Wasser. Und der ermöglicht es mir quasi
die Struktur um mich drumherum schön abzuscannen. Das funktioniert aber auch nur, wenn man nicht zu schnell fährt. Das heißt, zum Driften oder wenn man an einem Spot angekommen ist oder sich langsam rantastet an einen Spot, man weiß zum Beispiel, da sind ein paar Steine irgendwo, dann kann ich dann quasi langsam mich dahin arbeiten, bis ich sehe, okay, die sind jetzt im Radius und ich weiß ganz genau, wo sie stehen. Und kann eventuell auch, falls wir an einem Schwarm fischen oder einen Trupp Barsche hinterherfahren, denen ein bisschen folgen. Dann sehe ich, okay, die sind jetzt abgehauen, fahre ich den hinterher. Zum Barschangeln, zum Hechtangeln ist das Ding wirklich brutal. Was bedeuten diese Kreise, die da sind? Also es sind da so weiße Kreislinien? Das sind Abstände, um besser einzuschätzen, wie weit etwas weg ist. Der schwarze Bereich um das Boot ist quasi die Wassersäule, die wir haben, einmal bis zum Grund. Und dann die gelbe Linie, wo die anfängt, das ist dann der Bodengrund. Und wir haben hier gerade eine Tiefe von 5,4 Meter. Das heißt, der schwarze Bereich ist auch knapp hinter der 5 Meter Linie. Und wenn wir dann quasi, sagen wir mal, einen Fisch hier sehen würden auf 10 Meter, bedeutet das nicht, dass der Fisch dann 10 Meter weg ist, sondern wir müssen uns das so denken, dass wir einmal die 5 Meter bis zum Boden brauchen und dann 5 Meter quasi zu dem Fisch hin. Und dann ist der Fisch quasi nur 5 Meter weg. Da muss man halt ein bisschen umdenken und nicht vergessen, dass man halt auch das Wasser bis zum Grund halt mitscannt. Ja, Louis, bis jetzt, muss ich sagen, haben die Hechte uns ganz schön im Stich gelassen. Yep. Du hast einen Plan für die nächsten 2 Stunden. Ja, was wir jetzt auf jeden Fall ausprobieren könnten, wäre halt ein bisschen auf Zander angeln. Ein bisschen im Freiwasser, ein bisschen mit dem Echolot, quasi ein bisschen Pelagen. Ja. Ich habe auch ein paar Prototypen mit an neuen Ködern, zum Beispiel hier den Harry Louis in 20 cm und noch ein paar. Es hat mich nicht gewundert, tatsächlich, dass du Prototypen mal wieder für irgendwas dabei hast. Ja, ich hab eine Menge Prototypen an Bord. Wir können auch nicht alles zeigen, aber lass uns mal ein paar ausprobieren. Eine Stunde noch bis zur Dämmerung. Jetzt beginnt natürlich die heiße Phase bei den Zandern und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden 1, 2 erwischen. So. Louis, ey. Na endlich, ich habe nur die Befürchtung, dass das gar kein Hecht ist, sondern ein kleiner Zetti. Ein kleiner ist gut, alter Falter. Oh. Sehr geil. Alter. Das ist ein Trümmer. Jawohl. Endlich habe ich mich auch entschnattert. Louis, und mit was für einem geilen Zander mal. Vernünftiger Fisch. Ja, sehr, richtig, sehr geil. Richtig geil. Herrlich. Hart, Hammer. ey. Hart, krass. Hätte ich jetzt, also ich hätte viel erwartet, aber nicht so einen geilen Zander mal, ehrlich. Geil. Jetzt ist aber was los hier. Oh, fuck. Oh, jetzt ist aber was los. Sehr schön. Oh, krass. Krass. Was zum Teufel? Wenn die Hechte nicht wollen, dann nehmen wir gerne die Zander. Was ist denn da los? Willkommen auf dem Big L Fishing Channel. Nein, willkommen auf dem Hecht- und Barsch.de Fishing Channel. Krasser Fisch. Wow. Komm, zeig ihn uns, hol ihn raus. Oh. Boah, ist der packt, Alter. Ja, voll geil. Krass. Sehr geil. Krass. Dickes Petri. Krass, unglaublich. Hammerfisch. Ja. Oh, also jetzt könnte ich auch noch einfangen. Alles klar, wir machen weiter. Geil, ich glaube, die Mann. beißen jetzt. Super geil. Wow. Shit, Alter.
Müssen wir nur noch rauskriegen. Das ist nämlich jetzt ein Hecht. Boah, schöner. Boah. Geil, Mann. Mission complete, ey. Damn. Sehr nice. Herrlich. Wow, Alter, ist der fett. Guck dir mal den kleinen Kopf an, ey. Klein und kompakt, der Alter, Kamerad. ist der vollgefressen. Leck mich Ja, am Mann. Arsch. Der stand schön im Futterfisch. Und ich würde sagen, nach einem schweren Start haben wir doch noch unsere Fische so ein bisschen zusammenbekommen, oder? Ja, ist krass. Also wir haben echt den ganzen Tag gekeult und wirklich, wirklich Seife gekaut. Und jetzt hier im Mittelwasser reißen die Fische auf einmal. Das ist Herrlich. total verrückt. So, und der darf jetzt wieder schnell zurück ins Wasser. Ah, der will schon weg. Der will schon weg. Der ist im Saft. Kräftig genährt. Geil. Was für ein Tag, ey. Was für... Ja, echt verrückt. Jetzt bin ich auch echt am Grinsen. Ey. Das war heute schon wieder so ein... Ich hatte schon wieder Schlimmes geahnt, weil das Gewässer, auf dem wir hier uns rumtreiben, ist echt launisch und tückisch und heute super und morgen kacke. Aber heute war erst kacke und jetzt ist super. Jetzt ist okay. Beste. Eine von den besten. Leute, ihr seht es wahrscheinlich an unseren Gesichtern. Wir haben eine doch sehr coole Folge im Kasten, würde ich sagen, Louis, oder? Ja, haben das Ding noch gerettet zum Schluss, würde ich mal Umgebogen, wie man in Fußballsprache sagt. Genau. Das ist echt. Oh, ich habe schon ein Schlimmes geahnt. Aber echt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. Ja. Wie es eigentlich immer ist. Ne? Klar. Also lustig ist es auf jeden Fall an Bord hier. Der Kameramann kann es bestätigen. Die ein oder andere witzige Einlage hier heute, die wahrscheinlich nicht unbedingt in die Kamera gesprochen werden sollte, aber ist nicht schlimm. Eine echt coole Zeit geht leider doch zu Ende heute. Wir haben 4 richtig geile Fische gefangen. Auf jeden Fall. Auch wenn das am Schluss irgendwie dann doch eher zu dem Mittelwasserangeln tendierte, anstatt das eigentliche Flachwasserangeln. Aber wir haben auch einen Kälteeinbruch gehabt. Es waren erst, ich glaube, es waren 8 oder 9 Grad Wassertemperatur. Ja. Also wir hatten teilweise 8 oder... Scheiße, jetzt hängt das schon wieder an mit uns. Es ist jetzt seit gestern richtig kalt geworden. Ja. Eine Kältefront kam rein. Genau, wir haben heute hier. 3 Grad. Es ist wirklich, wirklich fucking kalt. Ja, es ist echt kalt. So, da Louis gesagt hat, ich soll eine kurze Anmoderation machen, 4 echt fantastische Fische am Schluss doch noch hart erarbeitet. Ja. Auch wenn im Mittelwasser, aber Louis ist hier der Master auf dem Gewässer, muss man sagen. Was ist denn, Mann? Willst du die Abmoderation machen? So Leute, wir sind raus für heute. 4 fantastische Fische an Bord. Am Ende doch hart erarbeitet. Trotzdem richtig cooler Tag. Ich kann nicht. Das so Leute, heute hatten wir echt viel Spaß an Bord, auch wenn wir viel Seife gekaut haben. Aber am Ende haben wir doch 4 fantastische Fische fangen können. Ich kann da nicht hingucken. Wenn ich den Typen angucke, muss ich lachen, weil er das steht. Das wird nichts mehr. Ich weiß das jetzt schon. Leute, macht's gut. Wir machen Feierabend. Das wird nicht besser. Ja, weil ich kann das durchziehen alleine, aber ich darf dich nicht angucken. Okay. Ja, aber dann sagst du nichts. In der Abmoderation ist doch bescheuert, wenn du nichts sagen kannst. Sag du, war ein geiler Tag, 4 Fische, danke Louis. Und dann sage ich, yo, hat mich gefreut. Ey Enrico, wiederholen wir. Sagst du, ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. 1, 2, 3. Leute, der Tag ist vorbei. Wir hatten echt viel. Aber halt drauf. Wir schaffen das jetzt. Ich kann aber nicht ernst. Ich muss ja, dann ist ja egal. Leute, ich kann nicht daneben stehen wie die Idiot. Leute, es war ein richtig geiler Tag. Wir haben viel Spaß gehabt, wir haben coole Fische gefangen, 4 Stück, 2 Zander, 2 Hechte, alle schön aufgeteilt, muss man sagen, wie im Bilderbuch. Wir müssen jetzt leider Schicht machen. Ja, wir müssen leider heute Schicht machen für heute. Uns. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Natürlich abonnieren, kommentieren, das ganze Programm, alles bei Hecht und Barsch. Vielleicht ein paar Kommentare noch bei mir auch da lassen und wir wiederholen das Ganze. Und ja, und dann gibt es mehr Fische, größere Fische. Von mir aus. Alles klar. Alles gut. Dabei. Manöver dabei.